Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Reihe Wetter und Klima. Ober erklärt Wetter und Klima, und wir waren in der letzten Folge dabei, die ich gerade eben aufgenommen habe. Es ist in einem Rutsch jetzt. Zum Wohl. Waren wir dabei, haben wir das Planetensystem besprochen und wir wollten jetzt zur Gravitation. Hello, welcome to the second video. I produce this video in a row with the first, so again, if you want to go directly to the English version, press the link in the video description. Thank you. So, und wir werden uns erstmal um die Gravitation kümmern. Gravitation ist etwas, das von Isaac Newton entdeckt wurde, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. So einfach kann das manchmal sein. Da hat er sich überlegt, warum fällt der Apfel überhaupt runter? Wohin fällt er denn? Zur Erde. Und ja, er wusste dann schon, dass die Erde eine große Kugel ist. Na, denke ich doch, oder? Wusste man das da schon? Ich glaube schon. Die Fernrohre waren ja schon entdeckt. Man hat also die Sonne als Kugel gesehen, man hat den Jupiter als Kugel gesehen und die Erde war dann natürlich auch eine Kugel. Und da hat er sich dann die Gravitationskraft überlegt und sie entdeckt. Denn zwei Körper ziehen sich gegenseitig an. Das ist jetzt nicht zwischen Männlein und Weiblein gemeint, obwohl das auch stimmt, denn die beiden haben ja auch eine gewisse Masse, ein gewisses Gewicht und ziehen sich deshalb gegenseitig auch an. Aber wir zum Beispiel werden von der Erde angezogen. Wir ziehen die Erde auch ein bisschen an, aber das macht ja gar nichts, weil wir so winzig sind. Und wenn wir hochspringen und wieder runterfallen, merken wir, wie die Erde uns anzieht. Und wenn wir oben von einer Brücke runterstürzen ins Wasser, aus Versehen, dann merken wir das auch. Das kann ganz schön schmerzhaft sein. Ja, und warum stürzt die Erde nicht in die Sonne rein, fragt man sich natürlich dann. Ja, das ist in etwa so wie in der Leichtathletik. Ihr kennt ja die Disziplin Hammerwerfen. Da steht also ein Mann oder eine Frau, dreht sich mit einem Hammer in der Hand, also hat sie einen Griff dran, dann kommt ein Seil, eine Verbindung zu einer Kugel und die drehen sich relativ schnell umeinander. Und was passiert? Ja, diesen Griff, diesen Drahtseil, dieses Drahtseil kann man ungefähr als Gravitation, sagen wir mal, sehen. Ja? Innen ist die Sonne und außen die Erde und sie dreht sich um die Sonne. Genauso wie sich der Hammer um den Leichtathleten dreht. Und dann lässt der Leichtathlet los und der Hammer fliegt geradeaus weiter. Genau das würde mit der Erde auch passieren, wenn wir diese Sonnengravitation abschalten würden. Das geht natürlich nicht, denn sie ist ja schon da durch die Masse. Und deswegen dreht sich die Erde um die Sonne. Auch da ist, sagen wir, die Fliehkraft der Erde nach außen und die Anziehungskraft der Sonne nach innen sind gleich. Das heißt, die Erdbahn ist einigermaßen ein Kreis. Nicht ganz, aber fast. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, jetzt hat ja die Sonne, wir haben das ja in der letzten Folge gelernt, so eine riesige Masse, nämlich 99,86% der gesamten Masse des Sonnensystems ist in der Sonne. Und das ist ja eine riesen Anziehungskraft. Was passiert eigentlich mit den ganzen Sachen, die jetzt nicht darum kreisen? Zum Beispiel diese ganzen, ja, die Sonne besteht ja aus irgendwas, ne? Woraus besteht die Sonne? Woraus besteht die Sonne? Aus Wasserstoff hauptsächlich. Und dieser Wasserstoff wird ja auch angezogen von der Sonne, von sich selber sozusagen. Es ist ja eine Riesenmasse. Und der Wasserstoff wird immer enger und enger gepackt. Und schließlich kommt man dazu, ich zeige euch da mal hier so ein Foto. Das ist aus Wikipedia, dass zwei Wasserstoffatome zu einem Deuteriumatom verschmelzen. Das ist Wasserstoff besteht je auf einem Proton und einem Elektron, wobei in der Sonne die Elektronen, weiß der Geier wo sind, die sind nicht mehr an den Atomkernen dran. Und dann entsteht ein Positron, ein Gamma, ein Neutrino, und aus diesen beiden Heliumatomen entsteht aus diesen beiden Wasserstoffatomen entsteht ein Deuterium. Das ist ein überschweres Wasserstoffatom, nämlich hat es ein Proton und ein Neutron, was es eigentlich gar nicht bräuchte.
Aber das hat es. So, und dann kommt noch ein weiteres einfaches Wasserstoffatom dazu und es entsteht unter Druck natürlich und unter hoher Temperatur Helium. 2 Helium, 2 Protonen und ein Neutron. Da kommt dann von der anderen Seite noch ein Helium dazu und die werden dann verschmolzen zu einem normalen Helium. Es werden wieder 2 Wasserstoffatome frei. Es wird also Wasserstoff verbraucht und es entsteht Helium. Das passiert bei Temperaturen von, was habe ich gesagt, 10 bis 14 Millionen Grad. Und wenn dann irgendwann mal der Wasserstoff aufgebraucht ist, das braucht aber noch Milliarden von Jahren, da brauchen wir keine Gedanken uns zu machen. Die Situation, die wir jetzt haben, haben wir noch Milliarden von Jahren. Und dann, wenn der Wasserstoff aufgebraucht ist, dann, es ist ja so, wenn jetzt hier diese Energie da entsteht, nicht durch diese Reaktion, wo das Helium entsteht und der Wasserstoff, da wird natürlich Hitze und Energie frei und die drückt natürlich von innen dagegen, von außen will also der Wasserstoff rein in die Mitte und von innen wird dagegen gedrückt. Es entsteht also sozusagen ein Gleichgewicht. Deswegen ist die Sonne auch relativ stabil. Aber irgendwann in Millionen von Jahren, wenn der Wasserstoff aufgebraucht ist, dann fällt alles plötzlich in sich zusammen und nach kurzer Zeit wird die Temperatur immer höher und höher. Wenn 100 Millionen Kelvin, 100 Millionen Grad erreicht worden sind, dann entsteht Helium. Dann entsteht nicht Helium, sondern Helium haben wir ja schon. Dann werden Heliumkerne zu Beryllium und zu Kohlenstoff weiter verbrannt. Und das gibt dann zunächst einmal einen Zusammensturz des Sterns und dann ein Ausbreiten des Sterns. Das nennt man dann eine Nova, glaube ich, oder Supernova und sowas. Also da passiert schon einiges. Und dann, ja, irgendwann ist der Stern dann ausgebrannt. Aber das dauert natürlich ewig lange. Wir brauchen uns keine Gedanken darum zu machen. Ja, und was passiert denn hier? Wie viel Energie wird denn da frei? Die Energieerzeugung der Sonne, ja, in einer Sekunde ist mehr als alle Kernkraftwerke der Erde in 750.000 Jahren erzeugen würden. Das schafft die Sonne in einer Sekunde. Und die Energieerzeugung der Sonne ist 5000 Mal so hoch wie der Energiebedarf der Menschheit. Das heißt, könnten wir die Energie richtig voll nutzen, wie auch immer, bräuchten wir keine Kohle, kein Erdöl mehr und so weiter. Und die Menschheit überlegt ja auch selber diesen Prozess, Wasserstoff zu Helium in Fusionsreaktoren zu nutzen. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Der Prozess hält sich zwar selber aufrecht, aber da muss er erstmal angestoßen werden und da müssen erstmal richtige, kräftige Drücke und hohe Temperaturen erreicht werden. Ja, was passiert da mit dieser Energie, die die Sonne freisetzt? Nun, da werden wir uns in der nächsten Folge drum kümmern. Ich bedanke mich zunächst mal für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wo es darum geht, was passiert denn jetzt mit der Energie, die die Sonne freisetzt. Tschüss und bye bye. Hello, we are here now in the English version of the second video and we will look at the gravitation force today. The gravitation force we have learned in the last issue that there is a gravitation force. This gravitation force was not developed, was found. Found out by Isaac Newton. Isaac Newton sat in his garden and an apple dropped from the tree on his forehead. And then he got an idea why the apple does fall down. Why does it not fly away? And he developed the idea, the theory of gravitation force. So, what is gravitation force? Two
bodies, not only men and women, they attract each other, of course, yeah, but also the bodies in the solar system. There is a huge sun, the huge sun with 99.86% of the mass of the whole solar system, and the small Earth, the small Jupiter. The Earth is rotating around the sun. Why does the Earth not drop into the sun? Okay, it's the same as, like, you know, the track and field hammer throw. Yeah, hammer throw. An athlete is rotating with a hammer and rotating with a hammer, and the hammer is almost like the Earth, and the athlete is a sun, and he holds a hammer, and the hammer is rotating. Yes, and then he lets the hammer flow to 80, 70 or how many meters, and then the hammer flows directly in that direction. So if you switch off the gravitation force of the sun, the Earth would drive straight into the space, but you cannot switch off the gravitation force of the sun, of course, and so thus the Earth rotates and rotates and rotates, and the other planets rotate also. And yes, that is that. And what happens with the mass of the sun? The mass of the sun, 99%, that is not rotating, that tries to go into the middle of the sun. And because this is pressing from outside, it is pressed and pressed, it becomes warmer and hotter and pressed more, and then you get the temperature of 10 million Kelvin, or 10 million degrees. 10 million degrees, 14 million degrees, 10 to 14 million degrees, and then a reaction starts. That is the reaction of hydrogen. Two hydrogen protons come together. They emit a positron and a neutrino, and then the result is deuterium. Deuterium is a proton and a neutron. Neutron is not needed, but it is important for this reaction here. Then another hydrogen atom, another hydrogen proton comes, and with the reaction and the gamma radiation, helium develops. Helium, two protons and one neutron. Helium, then another helium, two protons and one neutron come, and they react, and the normal helium, two protons, two neutrons, that is the helium we know, and two hydrogen. Yes, so after a very long time to go, this process will end because there is no hydrogen anymore. The sun is hydrogen, most of all is hydrogen, inside it's helium now, and this is a very nice equilibrium between the hydrogen that wants to get into the core of the sun and the reaction, the atomic reaction inside there. So the sun is almost very stable, and we don't worry about if this situation will end. It will end in billions of years, and so we are all dead then, and that will be no problem. So now, when this process ends, there will be no burning inside anymore, no reaction, and the star will collapse. And because of this collapse, then it will be hotter and hotter, and when 100 million degrees Kelvin is reached degrees, then helium will react to beryllium and to carbon. Yes, and then the reaction will again produce energy, and the star first collapses and then gets bigger.
we call it a nova or a supernova. Yes, so this is an enormous amount of energy that is produced in the sun. And what happens with this energy? Yes, that we will see in the next video, and I am very happy that you looked here in this video, and I look forward to see you also in the next issues. In the next video we will look what happens with the energy, and first of all I want to tell you how much energy it is. I forgot it. The energy in 1 second, the sun produces more energy than all nuclear plants together on the earth in 750,000 years. All nuclear plants, yes, like Chernobyl and Harrisburg, whatever nuclear plants there are in the world, produce energy, a lot of energy, and when they live, they will not live 750,000 years, of course, but if they lived, then they would have produced the energy amount that the sun produces in 1 second. The sun produces so much energy that is 4,000 times more than we need, humans need. So if we can use all this energy of the sun, we would not need carbon or crude oil or whatever. So, and what will happen with the energy, and what is this energy making with us, with the earth, and why is it important for the weather? That we will see in the next video. I look forward to see you there. Bye bye until the next video.